Die letzten Wochen konntet ihr auf meinem Kanal bereits viele Lost Places aus Japan gemeinsam mit mir erkunden. Von alten Hotelanlagen in der atemberaubenden Landschaft des Tohoku-Gebirges oder in den subtropischen Gefilden der japanischen Südküste über die spannenden Orte in der Fukushima Exclusion Zone bis hin zu der Luxusvilla eines japanischen Immobilienmoguls. Doch in den nächsten Wochen wird es noch spannender. Wir erkunden verlassene Freizeitparks, Tierversuchslabore, fluchtartig verlassene Labore im japanischen Dschungel und auch wieder sehr skurrile Love-Hotels. Im heutigen Video erkunden wir einen ganz besonderen Ort. Versteckt in den abgelegenen Bergen der Präfektur Tochigi liegt eine absolute Zeitkapsel, der Western Village Amusement Park. Was 1973 als kleine Familienranch begann, entwickelte sich zu einem gigantischen Theme-Park, der den amerikanischen Wilden Westen nach Japan bringen sollte. Mit Saloons, einer Bank, einem Gefängnis und einer detailgetreuen, maßstabsgetreuen Nachbildung des Mount Rushmore. Man importierte sogar echte Lokomotiven und eine Kirche aus Kalifornien. Der absolute Wahnsinn, den wir dort vorgefunden haben, war die schiere Menge an lebensgroßen Figuren. Dutzende von ihnen, die heute nur noch an Horrorfilme wie Five Nights at Freddy's erinnern. Es ist ein Ort, an dem die Zeit im Jahr 2007 stehen geblieben ist, als der Park wegen sinkender Besucherzahlen und enormer Kosten endgültig aufgegeben werden musste. Heute ist das Western Village eine Geisterstadt, eine surreale Kulisse, in der wirklich alles zurückgelassen wurde. Riesige Hallen voll mit Tischen und Stühlen, in welchen man damals speisen konnte. Ein komplett eingerichtetes Saloon sowie eine komplett bestückte Arcade-Halle mit Dutzenden Spielen und Simulatoren. Kommt gemeinsam mit mir auf das Abenteuer und begleitet mich bei der Zeitreise durch das verlassene Western Village. Viel Spaß beim 6. Teil der Japan Series. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns nach wie vor in Japan. Wie ihr im Hintergrund vielleicht schon erkennen könnt, befinde ich mich hier vor einem verlassenen Freizeitpark. Um genau zu sein, einem Western Village. Dieser ganze Park wurde in den 1970er Jahren eröffnet als so ein kleiner Family Amusement Park und wurde dann über die Zeit immer weiter erweitert als Western Village mit einer authentischen amerikanischen Kulisse und ist jetzt letzten Endes seit 2007 verlassen. Das Ganze soll super spannend sein, einiges zu bieten haben und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Wir befinden uns jetzt hier auf dem alten Parkplatz. Der geht bis da hinten weiter, ist mittlerweile auch komplett zugewuchert. Überall sprießt es hier aus dem Boden. Der ganze Asphalt platzt auf und die Pflanzen kommen hoch. Und hier war der alte Haupteingang. Da oben steht es nochmal Western Village. Old West Amusement Park. Hier konnte man sich seine Tickets ziehen. Da war das Office und hier konnte man dann damals seine Tickets kaufen. Das steht hier einmal auf Englisch und zusätzlich noch auf Japanisch. Hier war dann die Durchreiche. visitjapan.jp. Das Ganze hier wurde echt komplett authentisch im amerikanischen Stil aufgebaut. Enter. Das heißt, hier war der Eingang. Beziehungsweise hier war der Eingang. Aufgebaut wirklich wie so eine alte Westernstadt, muss man schon sagen. Riesig groß, riesige alte Tore auf jeden Fall. Und hier steht das Tor tatsächlich auch offen. Naja Leute, schaut mal. Hier war jetzt das große Haupttor. Da oben steht auch nochmal Western Village. Und hier, wie gesagt, steht das Tor offen. Das heißt, ich würde sagen, wir marschieren hier direkt mal herein. Alter. Boah. Schaut euch das an. Das ist ja wirklich einfach nur absurd. Alter, schaut mal hier, General Store Dead Oak. Ich denke, da gab es mal sowas wie Souvenirs, höchstwahrscheinlich. Das Dach biegt sich hier schon komplett durch. Ja, lange Leerstandzeit mittlerweile, der ganzen Witterung hier ausgesetzt. Wir sind hier halt ringsherum mitten im Tohoku-Gebirge. Dementsprechend, ja, Witterung, Wind und Wetter sind hier ordentlich vorhanden. Hier liegt auf dem Boden noch alte Elektrik. Ich glaube, eine alte Kasse könnte das hier sein. Und schaut mal hier ist so eine richtige Tribüne. Und da geht es tatsächlich in so eine Westernstadt. Das ist unglaublich hier.
Auch hier Western Village. Steht was auf Japanisch drauf. Ich weiß nicht, was es da mal gab. Wir können ja mal hier schauen gehen. Der Boden hier ist auch nicht mehr der stabilste. Schauen wir mal. Alter. Hier steht halt komplett das Wasser drin. Indian Smoked Cheese. Es ist so am Gammeln. Überall Amerika-Flaggen. Boah, das ist wie so ein Saloon. Leather and Wear, Western Village Workshop. Ja, wie ich mir schon gedacht habe von außen, das war ja so ein Souvenirshop, wo man Souvenirs von diesem Park hier erwerben konnte. Aber schaut euch das an. Das hier war der Verkaufsraum. Das Wasser steht hier drin. Alter, aber ein geisteskrankes Ding. Southwest American Gift Shop. Und das mitten in Japan. Schaut euch das an, ey. Jelly Belly. Original Gourmet Jelly Bean. Selbst der Bongdrucker steht noch da. Es sind leider keine Artikel mehr vorhanden. Aber man kann den Verkaufsraum zumindest noch als solches erkennen. Da hinten geht es noch weiter. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Hier, Gift Shop. Accessory. Und hier geht's weiter. Alter. Das war hier so ein kleines Lokal. Schaut euch das an. Das war hier wirklich so ein kleines Lokal, wie so ein Saloon, wie ich eben sagte. Hier gab es wahrscheinlich Essen und Trinken. Aber in was für einem Zustand. Wanted. Cole Sylvian. $12.000 Reward. Sheriff Spirits. Alter. Was ein geisteskranker Ort. Komplett eingerichtet. Alles wurde hier zurückgelassen. Das Ding hier ist wirklich eine Perle. Ein Schmuckstück. Ja, ein geisteskrankes Ding. Sowas in Deutschland zu finden, schwierig. Aber hier in Japan, unglaublich. Ja, schaut mal, hier haben wir jetzt diese Bar. Hier stehen auch noch ein paar alte Barhocker. Ja, typisch amerikanisch, ganz viel Holz. Hat hier wirklich einen großen Western-Charakter. Und hier ist das Menü. Natürlich alles auf Japanisch, die Preise in Yen. Ich habe keine Ahnung, was hier drauf steht. Ich kann euch nur sagen, das war echt verhältnismäßig günstig. Also wir lassen eigentlich fürs Frühstück schon täglich mehr im Convenience Store da, als die Sachen hier damals gekostet haben. Was auch immer es ist, vielleicht kann ja jemand von euch Japanisch und mir in den Kommentaren übersetzen, was es hier auf der Speisekarte so gab. Ihr seht nach da hinten hin weitere Gebäude. Das heißt, wir sollten hier uns mal weiter umschauen auf diesem riesigen Gelände. Also wieder raus hier und weiter geschaut. Okay, ich bin jetzt nochmal hier rausgegangen aus diesem Coffeeshop. Jetzt gehen wir mal hier kurz schauen am Eingangsgebäude. Ich sehe da nämlich eine alte Kutsche stehen. Hier waren wir eben von der Außenseite schon mal schauen. Und hier steht tatsächlich so eine alte Kutsche. Und hier gab es Butter Candy und Milk Cookies. Geil. Diese uralte Kutsche steht hier. Und hier kann man jetzt mal in das Gebäude reingehen. Das ist ja hier das Office. Schaut mal, hier war der Ticket-Counter, den wir eben von außen gesehen haben, wo man damals seine Tickets ziehen konnte. Und hier, oh, das Gebäude ist doch relativ groß. Ich dachte, das wäre nur dieses kleine Ding. Hier ist sogar noch eine kleine Küche. Und auch hier wurde natürlich alles zurückgelassen. War ja klar. Absurd. Hier ist noch so ein Schaltschrank. Ich denke, das ist für die Feuerwehr. Sieht ganz so aus wie so eine Brandmeldeanlage oder sowas ähnliches. Hier haben wir Tresore, zig Tresore und einfach ein verdammter Rollstuhl, der hier steht. Boah, ekelhaft, gruselig. Naja, und hier geht's nochmal weiter. Ah, hier ist so ein bisschen Gerümpel zusammengestellt aus dem Parkbetrieb. Hier sind noch alte Broschüren. Schaut mal. Western Village. Mount Rushmore. Mount Rushmore? Guck mal, hier ist eine Karte. Das gab es ja also alles für die Leute, die Japanisch sprechen. Die können jetzt sehen, was es hier gab. Riesig, dieses verdammte Ding. Das ist ja wirklich riesig. Das da oben, da kommt man doch schon gar nicht mehr hin über diese Brücke. Es scheint so, als hätten die hier wirklich einen Nachbau von Mount Rushmore. Was? Okay, Leute, ich glaube, dieses Ding hier ist echt sehr spannend.
und könnte wirklich eine sehr, 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 sehr interessante Zeitreise werden. Da haben wir noch einiges zu tun. Das Problem ist, wir haben jetzt hier in Japan schon 16 Uhr und in 2 Stunden wird es jetzt zappenduster. Also müssen wir uns jetzt echt mal ein bisschen sputen. Also, raus hier aus diesem Raum und nochmal weiter geschaut. Wo geht's denn hier noch hin? Ah, okay. Hier war dann so ein bisschen Bürotechnik. Ein großer Drucker steht hier. Alles Mögliche ist ja eigentlich zu finden, was man so auch als Hausmeisterzeug braucht. Oh, schaut mal. Hier sind noch ganz, ganz alte Fotos von richtig, richtig früher. Die sind bestimmt 40 Jahre alt, die Bilder. Gunshop, die Mitarbeiter waren hier als Cowboys verkleidet. Es gab eine Band, die hier in so einem Saloon gespielt hat. Das ist wirklich unglaublich. Schaut mal, der Kalender hier ist von Dezember 2006. Seitdem ist das ganze Jahr einfach verlassen. Okay Leute, wir sind wieder hier vorne an diesem Saloon und jetzt nehmen wir uns mal das hier alles vor. Schaut euch das an, hier ist so eine riesige Freifläche und hier einfach ein Stadion, das Buffalo Stadium. Riesengroß. Boah, wartet mal, wir können ja mal hier durchgehen in der Mitte. Das war hier so eine Art Platz. Ich glaube, hier auf dieser Tribüne konnten überall Zuschauer sitzen und dann gab es hier solche Live-Shows. Das kennt man doch immer aus diesen Western Villages, wo sich dann irgendwelche Leute bekämpfen. Irgendwie der Sheriff gegen Diebe oder so. Da oben sehe ich schon das Sheriff Office. Auch hier diese Kirche. Oh, das hier ist wirklich der blanke Wahnsinn. Dieses riesengroße Stadion. Wir können ja mal kurz hier ein bisschen hochgehen. Schauen, was es hier noch so alles gibt. Das ist ja hier wirklich wie so der Ortskern quasi aufgebaut. Da oben gab es Getränke und Eis. Einige Sitzplätze gab es hier auf jeden Fall. Ich hoffe, hier liegt keine Schlange drin. Man muss sagen, direkt nebenan, links und rechts von diesem Gelände sind Reisfelder. Und Schlangen lieben die Feuchtigkeit. Schlangen lieben insbesondere Reisfelder. Und wir haben gestern Abend auf der Fahrt hierher schon eine Schlange gesehen. Deswegen ist besser Vorsicht geboten. Schaut mal hier. Hier ist so eine Saloon-Kulisse. Hier war ein Saloon, das war aber alles eine reine Kulisse. Ich glaube, für diese Shows wurde das extra aufgebaut, weil das sind keine Häuser. Es sieht nur so aus, als wäre es eins. Boah, ich muss hier echt ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Lust auf eine verdammte Schlange. Aber wenn dann, die lieben sowas als Versteck. Also am besten nicht dahin gehen. Hier das ist wirklich eine richtige Stadtkulisse hier. Das ist absurd, Leute. Schaut mal hier. Nochmal das Stadion. Was ein krasser Ort. Es wird auch immer zugewachsener hier oben. Das ist auch prädestiniert für Spinnen. Naja, was will man machen? Western Village, noch mehr Gebäude. Alter, Sheriff Office, Bank und da war ein Blacksmith, also ein Schmied. Boah, da müssen wir hingehen. Hoffentlich geht das irgendwie. Hier ist ein Trampelpfad. Hier wird schon keine Schlange liegen. Alter, guckt euch diese Kutsche an. Wells Fargo Co. Overland Stays, US Mail. Eine alte Postkutsche. Der Boden da ist einfach komplett durchgekracht und deswegen hängt diese alte Postkutsche hier komplett auf 7:30. Und hier vorne gab es einen Blacksmith. Hier war mal ein Schmied. Hier konnte man sich wahrscheinlich solche Souvenirs schmieden lassen. Alter, was ein Ort. Boah, aber der Boden hier, diese alten Holzlatten, man sieht ja die Schräglage der Kutsche. Das ist kein gutes Zeichen, also ist ja auch Vorsicht geboten. Schaut mal, da liegt einfach eine Figur in der Ecke. Da ist der Boden auch komplett durchgekracht. Alter. Boah, diese Kutsche ist wirklich absurd. Okay Leute, schaut nochmal, hier haben wir die Bankfiliale, direkt daneben das Sheriff Office. Hier webt sich gerade so eine große Spinne ihr Netz. Naja, da gehe ich jetzt auch einfach mal nicht durch. Ich meine, man kann sich das hier aus der Distanz ja schon anschauen. Das Problem ist es wird gleich dunkel, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Darum gehen wir einfach nochmal hier zum Stadion auf die Tribüne. Gucken uns auf jeden Fall das nochmal an, weil es echt cool aussieht. Und dann schauen wir mal, dass wir da hinten weiter in diese Richtung kommen. Das ist wirklich so riesig hier. Unglaublich, Leute. Ich sag ja, da oben hat man mit Sicherheit irgendwie Getränke oder so bekommen. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier vorne, vor diesem Stadion. Schauen mal kurz, bevor wir nach hier weitergehen, in diese Kirche rein. Mich würde ja mal interessieren, ob die wirklich eingerichtet ist wie so eine Kirche oder ob das nur eine Kulisse ist. Alter, die ist sogar gar nicht mal so klein. Schaut mal, die ist tatsächlich eingerichtet wie so eine kleine amerikanische Kirche. Das ist ja cool. Damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Hier auch mit den Kirchenbänken. Da drauf liegen wieder solche Flyer, Sheriff Spirits. Aber das ist echt cool. Auch mit diesen Mosaikfenstern. Unglaublich. Das ist wie eine kleine Parallelwelt hier. Wir sind jetzt wieder raus aus der Kirche. Hier ist einfach diese riesige Statue. Schaut euch das mal an. Und da hinten ein Gebäude. The Legend of the Little Snail. Die Legende der kleinen Schnecke. 1991 wurde diese Attraktion hier wohl hinzugefügt. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Hier ist ja auch nochmal so eine ganze Gebäudereihe. Aber die sehen auch vor allem ziemlich zu aus. Ich glaube, das waren hier alles Shops. Ah, nee, Moment mal, das sind Kulissen. Das hier ist die rückwärtige Seite von Kulissen. Das heißt, wenn man nach da geht, sieht das hier wahrscheinlich von vorne nochmal interessant aus. Boah, ist das groß. Schaut mal hier rein. Alter, ist das riesig. Ist das riesig. What the fuck? Also ist es vielleicht doch nicht nur eine Kulisse. Also vielleicht ist es eine Kulisse für die Straße. Aber hier kommt man rein, wie es scheint. Boah, das war so riesig da drin. Ich weiß gar nicht, ob wir da drin überhaupt was sehen können. Alter, was? Alter. Holy Schissel. Das ist ja riesig. Ach du Scheiße. Boah, ist das krass. Alter. Das ist wirklich geisteskrank. Schaut euch das an. Ich glaube, das war hier so eine große Speisehalle, ne? Schaut mal hier vorne an den Tischen. Da ist irgendwas drunter. Waren das hier... Ja, schaut mal, hier konnte man essen, schätze ich mal. Ich glaube, hier waren solche heißen Platten drin. Da hinten diese absurd riesige USA-Flagge. Hier rechts waren überall Bars, hier gab es Getränke ohne Ende. Ey, was ein absurd riesiges Objekt. Von außen hätte ich niemals gedacht, dass es so riesig ist, diese Halle. Und diese Dinger hier sind auch cool. Schaut mal. Ich glaube, hiermit konnten Kinder durch die Gegend fahren. Wie solche Autos. Hier vorne stehen noch einige davon. Das sind fahrende Kuscheltiere. Was für ein Fiebertraum. Wie riesig sind die denn? What the fuck? Also Leute, diese Halle war ja wirklich total absurd. Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese so groß ist und so voll eingerichtet vor allem. Ich denke, das war einfach quasi so eine große Art Cafeteria. Aber das war ja wirklich absurd. Jetzt bin ich hier gerade an so einem weiteren Ortsmittelpunkt. Da geht's weiter und nach da geht's weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch, bevor wir uns hier weiter umschauen. Und gucken mal, was da oben noch auf uns warten könnte. Also hier mal weiter entlang gelaufen. Ein riesiges Areal hier definitiv. Schaut mal, hier unten ist auch noch irgendeine Anlage. Was konnte man denn hier machen? Ich glaube, da sind solche Laserpistolen oder so, mit denen man schießen konnte. Da gehen wir auf jeden Fall gucken, wenn wir hier runter gehen. Da hinten sehe ich schon wieder Restaurant Chuckwagon oder so. Auch wieder riesengroß. Alter Leute, schaut mal hier, was sich hier schon wieder auftut. Super abgelegen, hier zugewachsen. Kommt einfach dieses riesige Gebäude hier auf einen zu. Was ist das denn? Da oben steht 1995 dran. Alter, ist das groß. Wir gehen jetzt mal hier runter.
direkt auf dieses riesengroße Gebäude zu. Da vorne steht schon über der Tür American Dome. Was ist das hier bloß? Okay, hier kommt man rein. Alter. Alter, what the fuck? Schaut euch das an. Ist das gruselig? Was sind das überhaupt für Geräusche hier drin? Alter, ist das gruselig. Boah. Das ist ja ganz schlimm. Alter. Und riesig. Boah. Hier ist einfach noch ein kompletter Indoor-Spielplatz drin. Was ist das für eine geisteskranke Location? Alter. Boah, ist das gruselig. Alter. Das erinnert mich gerade an einen Horrorfilm, den ich geguckt habe. Wie hieß der nochmal? Five Nights at Freddy's oder so? Ich glaube, so hieß der. Alter. Ist das gruselig. Das war natürlich für die Kinder damals wunderschön. Da gehen wir auch sicherlich nicht hoch bei der Bausubstanz, aber Alter, mit dem Plätschern hier vom Regen. Das ist hier wirklich ganz geisteskrank. Das ist richtig absurd. Das hier war, glaube ich, dann so ein bisschen Amusement und Speisen, weil hier vorne ist auch wieder eine Bar. Okay, ich weiß aber nicht, ob das Ganze hier unterkellert ist. Hört ihr das? Die Holzlatten. Alter, die Bausubstanz ist ganz katastrophal hier. Mount Rushmore National Memorial. Mount Rushmore? Mount Rushmore war doch in dem Katalog schon abgebildet. What the fuck, Leute? Leute, ich glaube, hier auf dem Boden liegt sogar noch die Südstaatenflagge der USA. Und dann der Blick hier rein. Also das ist wirklich unglaublich absurd. Es ist auch so düster hier drin. Alter, ist das gruselig. Aber die Zeit rennt uns davon. Rausspaziert hier und weitergeschaut. Was ein absurd riesiges und skurriles Gebäude. Naja, lasst uns mal hier rumgehen. Hier scheint es ja auch noch irgendwo hinzugehen. Auf diesem riesigen Weg. Mein Gott, ist dieses Gelände riesig. Da tut sich das nächste Gebäude auf. Alter, was ist das denn? Richtiger Felsen hier. Dieses Gebäude wurde hier irgendwie an den Felsen ran modelliert. Wartet mal, Moment mal. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ich filme jetzt mal auf den Boden und laufe mal ein Stückchen, um zu überprüfen, ob es vielleicht wirklich das ist, was ich denke, was es sein könnte. Hier ist noch ein Gebäude, das habe ich euch gerade schon gezeigt. Restroom, das sind Toiletten. Hier ist es super zugewachsen. Alter, es ist wirklich das, was ich denke, was es ist. Leute, schaut euch das an. Die haben hier einfach fucking Mount Rushmore nachgebaut. Da unten war so eine Art Bühne drin und da ist einfach ein Nachbau von Mount Rushmore. Das zu modellieren muss eine Arbeit gewesen sein. Dieser ganze Park, das muss so teuer gewesen sein. Ey, das ist ja unglaublich. Ich würde gerne hier weiter durchlaufen und euch das Ding irgendwie ein bisschen besser zeigen, aber hier ist es so zugewachsen, dass ich in dem Fall jetzt hier auch definitiv auf Drohnenaufnahmen setzen muss. Okay Leute, das Wetter wird immer schlechter, es ist am Regnen. Wir sind jetzt wieder hier vorne. Schauen mal, was in diesem Gebäude hier ist. Hier vorne waren wir ja sonst schon überall. Durch den Regen wird es jetzt natürlich noch früher dunkler, was uns wirklich die Zeit abnimmt. Das ist eine Katastrophe.
Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Ich meine, es ist so verdammt riesig. Also schauen wir erstmal in dieses Gebäude hier rein. Gucken, was das hier ist. Von außen, was ist das? Schaut mal. Ich weiß nicht, was es sein soll. Das ist eine Attraktion. Schaut mal, das ist so ein... Ich weiß, was das ist. Hier saß man drin und dann hat sich das hier gedreht, die Wände. Und dann hat man immer gedacht, dann sollten die Leute denken, dass das Haus umkippt. Du saßt hier in so einer Kutschennachbildung und dann hat sich diese Kutsche bewegt, aber du hast selber mal gedacht, das Haus um dich rum würde sich drehen, dass du auf einmal kopfüber stehst. So eine Illusion. Naja, wir sind wieder draußen. Hier tut sich das nächste Gebäude auf, ein Indian Theater. Leute, ich wollte gerade filmen, auf einmal ruft Paul mich, der steht da vorne und sagt, dass hier eine verdammte Schlange ist. Du hast eine Schlange gefunden? Ja, eigentlich müssen wir helfen. Wo ist sie denn? Hier, in diesem Teich. In diesem Teich? Ja, die kommt ja da nicht mehr raus. Wo siehst du sie denn? Jetzt gerade gar nicht mehr, ich habe sie gerade gefilmt. Sie ist da irgendwo im Grün verschwunden. Die schwimmt hier durch. Und überleg mal, wie soll die hier wieder rauskommen? Wir können mit Sicherheit keiner Schlange helfen. Schwierig. Eher schwierig. Eher schwierig, ja. Ja, wahrscheinlich können wir nichts machen, aber hier, ich kann es dir zeigen. Tatsächlich. Hier ist eine verdammte Schlange drin. Weißt du was? Ich habe hier meine Kamera aufgestellt. So. Und habe gesagt, so, es wird jetzt langsam dunkel. Und hier in Japan beginnt dann immer so die Jagdzeit für Spinnen und Schlangen, Frösche von A nach B und so weiter. Und dann gucke ich da hin und sehe da eine Schlange schwimmen. Alter. Holy shit, ich habe noch nie eine schwimmende Schlange gesehen. Also Leute, das mit der Schlange ist wirklich bodenlos. Damit habe ich hier nicht gerechnet, dass hier eine Schlange unterwegs ist. Naja, ich habe es euch ja eben zu Beginn des Videos schon mal gesagt, als ich da oben durchgelaufen bin, dass wir gestern Abend schon einen gesehen haben. Und hier sind halt überall Reisfelder. Und jetzt schwamm hier tatsächlich diese verdammte Schlange durch. Ich habe das Video gesehen. Das ist wirklich wild. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, weil ich bin hier gerade relativ unvorsichtig. Ich trage zwar tatsächlich an meinen Beinen unter meiner Hose Schlangenschoner. Das sind solche Kevlarplatten quasi, umhüllt von Stoff, wo dann eine Schlange quasi nicht durchbeißen kann. Aber trotzdem das bodenlos. Jetzt rennt uns die Zeit davon. In wenigen Minuten wird es dunkel und dann ist halt auch noch Hauptjagdzeit der Schlangen. Holy shit. Ja, Leute, abseits der Schlangensichtung machen wir mal weiter. Ich wollte euch gerade dieses Indian Theater da oben zeigen, was aber zu ist. Und hier gibt es jetzt sowas Arcade-mäßiges, glaube ich. Das sieht aus wie so eine Schießanlage. Hier ist ein großes Spinnennetz. Komme ich da irgendwie dran vorbei? Ja, hier ist es nicht. Okay. Schwupps. Boah, ja, es ist natürlich auch durch den Regen jetzt natürlich. Verdammt, ich habe echt keinen Bock, hier in der Schlange über den Weg zu laufen. Es reicht schon zu wissen, dass da in diesem Wasserbecken gerade eine durchgeschwommen ist. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Also noch mehr Augen auf dem Boden als sonst schon. Verdammte Axt. Ich hoffe, die haben keine Kobras hier. Ich glaube, die haben eine chinesische Kobra. Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, ey. Da liegt ein Bein. Und dieses Theater da, schaut mal, das ist alles dicht. Hier oben geht nochmal so eine ganze Straße hoch. Aber gut, das haben wir eben schon mal gesehen. Wir konzentrieren uns, glaube ich, eher mal aufs Wesentliche. Boah, das hier ist auch geisteskrank verfallen. Schaut euch das an. Ich weiß nicht so ganz, was das hier ist. Hier doch, das war hier so ein Spielding. Und hier, Alter, schaut euch die Figuren hier mal an. Das ist hier so eine ganze Arcade-Spielhalle. Hotel and Saloon, Arizona House, since 1887. Hier stehen überall auch wieder solche gruseligen Figuren. Kakteen. Das ist ja auch so ein Showroom. Ich glaube, hier wurde viel mit Puppen gearbeitet, wie man sehen kann. Und da hinten ist hier einfach eine komplette Arcade-Halle drin. So Kinderbespaßung, Sega sehe ich hier. Alles voll mit irgendwelchen Spielautomaten. Boah, geil. Schaut mal hier, diese Simulatoren, Namco. Wenn ich sowas sehe, muss ich immer automatisch an Fukushima denken. Schaut euch das an. Alter. Das ist wirklich geisteskrank. Das muss man ja mal sagen. Das ist wirklich geisteskrank. Wow. Ich bin ein bisschen sprachlos, wenn ich das hier so sehe. Ich bin nicht nur ein bisschen sprachlos, ich bin sprachlos. Guckt euch das hier alles an. Okay, die hier wurden zusammengeschoben.
Okay Leute, zu guter Letzt wartet noch dieses riesige Gebäude auf uns. Das Restaurant Gauk oder Göik Wagon, keine Ahnung. Und der eine Buchstabe fehlt, sodass man es nicht mehr komplett erkennen kann. Hier ist nochmal der Tümpel, in dem die Schlange schwimmt. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Paul hat sie wie gesagt auf Video. Und es reicht schon zu wissen, dass sie hier ist. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Guckt mal. Hier unten, ganz da hinten im Grün versteckt, ist diese Brücke, die man auf dem Guide, auf dem Floorplan gesehen hat, wo es noch ein zweites Gelände gibt, was aber so zugewachsen ist und ich glaube, diese Brücke ist auch gar nicht mehr richtig vorhanden. Also schauen wir mal, ob wir hier reinkommen und was wir dort drin entdecken können. Okay Leute, hier ist eine Tür, die scheint aufzustehen. Es tropft hier an jeder verdammten Ecke. Hier könnten überall Schlangen drunter liegen. Oh, verdammt, das ist ja nochmal so riesig von innen. Alter, schaut euch das an. Das hier war das Restaurant der ganzen Anlage. Hier konnte man dann nochmal richtig speisen. Eigentlich scheint das von innen genau dasselbe zu sein wie diese erste Riesenhalle. Nur dass hier auch nochmal eine Abbildung von Mount Rushmore steht. Und es richtig verfallen ist hier drin. Boah, schaut euch das an. Das ganze Ding hier ist kurz vorm Einsturz. Überall auch wieder diese roten Stühle, Bars und dann hier dieses Restaurant. Auf 2 Stockwerken wohl bemerkt. Ich gehe auf jeden Fall nicht nach oben. Die Bausubstanz hier ist mir nicht ganz geheuer. Und der Sicherheit wegen lasse ich das einfach. Das muss in einem Land wie Japan auf jeden Fall nicht sein. Schaut mal, und hier konnte man dann, glaube ich, sein Essen abholen. Hier ist eine kleine Küche hinter. Riesig auch wieder diese Halle hier. Unglaublich, was man auf diesem Gelände hier alles entdecken kann. So viele Restaurants aber auch hier. Naja gut, für Speis und Trank für die Besucher musste natürlich gesorgt sein. Unglaublich. Okay Leute, wie ihr sehen könnt, stehe ich wieder draußen vorm Eingang. Somit sind wir auch am Ende angekommen von dieser Erkundung, von diesem verlassenen Westernpark mitten in Japan. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr diesen sehr, sehr gruseligen Freizeitpark fandet. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit der Japan-Reihe und an dieser Stelle würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!